An die Hochschule Heilbronn kommt demnächst ein Quantencomputer, wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Und Alex Windberger ist schon heftig am Forschen und wird auch zukünftig forschen, glaube ich. So, aber was hat das Ganze jetzt mit Computer Vision zu tun? Ja, für die Gelegenheit, das auch mal für mich ein bisschen herauszufinden, das bin ich sehr dankbar. Und ja, was ich in meinem Vortrag hier ein bisschen zeigen möchte, ist, dass es tatsächlich durch Quantencomputing ganz andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Bilder allein schon darzustellen. Und meine Zeit läuft. Ja, die nächsten 45 Minuten. Nein, war nur Spaß. Genau. Möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Also von der Glaskugel praktisch in die Blochkugeln. Und ich hoffe, dass ich am Ende auch ein bisschen klar machen kann, was diese Blochkugel ist. Und wir werden jetzt einen 20-minütigen, ganz schnelle Tour über 3 ganz spannende Quanteneffekte machen. Das heißt, die Überlagerung, die Verschränkung und die Messung von Quantenzuständen und wie wir das mit Computer Vision vereinen können. Mein Ziel ist heute, vielleicht nicht unbedingt, dass Sie rausgehen und sagen, ich habe es verstanden, sondern, das ist ja verrückt. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Also für mich ist es ein Herzensthema und ich hoffe, ich kann ein bisschen Begeisterung dafür wecken. Für die Hochschule Heilbronn ist es ein Zukunftsthema und das möchte ich hier auch ein bisschen mit dem Titel klar machen. Also wir blicken auch in die Zukunft. Und die Frage, die wir dabei immer bekommen, ist ja, wann kommt denn der Quantencomputer? Der Quantencomputer. Und ich mag diese Frage nicht so gerne. Für mich wirkt das immer so, als würde der irgendwann vom Himmel fallen und dann wäre er da. Aber ich glaube, das ist nicht so und vielleicht hilft uns, um das ein bisschen zu motivieren, ein Blick in die Vergangenheit zunächst mal. Also um die 1950er habe ich hier mal 2 Bilder mitgebracht, links und rechts um die Zeit und die haben eine Sache gemeinsam, beide Bilder zeigen Computer. Es war 1949, sicherlich auch noch ein bisschen länger, eine Berufsbezeichnung. Das heißt, Personen, die haben Algorithmen durchgeführt, Rechnungen angestellt. Und dann 2 Jahre später der erste kommerzielle Computer, der UNIVAC One, laut Wikipedia zumindest, ich habe das nicht erlebt. Und dazwischen, ist da jetzt der Computer gekommen? Schwierig. Also wir wissen ja, heute sehen die Computer ein bisschen anders aus. Und die Computer haben ja eine rasante, aber doch kontinuierliche Entwicklung durchgemacht. Hier laut Wikipedia wieder was ist denn das, der Intel, falscher Stift, der Intel C4004 Prozessor bis zu denen, die wir heute ein bisschen besser kennen, die Intel i9 Prozessoren. Und dieser Fortschritt, der wird ein bisschen dargestellt durch Moores Law. Heißt zwar Gesetz, ist eher eine Beobachtung. Hier messen wir die Rechenpower, wie hier auf der Y-Achse dargestellt, gemessen an Transistoren, die wir in solchen Mikrochips verbauen. Oh, das ist aber krackelig geworden. Die wir in solchen Mikrochips verbauen und wir messen diesen Fortschritt über die Zeit hier dargestellt. So. Und was sagt jetzt Moores Law? Im Verlauf der Zeit verdoppelt sich die Anzahl Transistoren, damit die Rechenkraft solcher Prozessoren ungefähr alle 2 Jahre. So war es in der Vergangenheit. Mal schauen, wie lange noch. Genau. Und jetzt ist meine Frage an Sie. Entlang dieser Kurve hier, wo hätten Sie gesagt, haben wir den Computer bekommen? Und wo hätten Sie gesagt, macht es jetzt Sinn, damit einzusteigen? Ich denke, unser Ziel auch als Hochschule ist es, diesen Prozess mitzugestalten und auch Leute auszubilden, die diesen Prozess mitgestalten können. Und damit hoffe ich ein bisschen zu motivieren, wieso wir uns damit auseinandersetzen. So, aber gehen wir ein bisschen in die Technologie. Also auf unseren Computern dreht sich ja alles um Bits. Auf unseren Quantencomputern, die ja auch schon existieren, dreht sich alles um Quantenbits, also Qubits. Schauen wir mal, ob wir das Video hier ankriegen. Eine mögliche Technologie, mit der man das umsetzen kann, das ist basiert auf dem Supraleiter-Effekt. Das kennen Sie vielleicht von diesen schicken Magnetschwebebahnen. Prominentes Beispiel dafür ist zum Beispiel der IBM-Quantencomputer in Ehningen. Sehr schicke Bilder davon. Das Interessante ist, dass die eigentlichen Qubits, aber das war falsch. Die eigentlichen Qubits befinden sich hier in diesem kleinen Chip.
Der Rest ist Ausleseelektronik, Steuerelektronik und ganz viel Kühlung. Übrigens, leider habe ich die vorhin zu früh eingereicht, aber der Nobelpreis, der Physik-Nobelpreis dieses Jahr ist in grundlegende Forschung auf diesem Gebiet gegangen. Ist nicht die einzige Technologie. Es gibt auch ionenbasierte Plattformen, die ich mag, weil ich mal mit denen gearbeitet habe. Wo sind hier die Qubits? Das hier sind diese kleinen leuchtenden Pünktchen. Einzelne stillstehende Ionen, die wir im Raum fangen, die wir dann mit Lasern beschießen können, manipulieren können. Das ist auch ziemlich faszinierend, wie ich finde. Mit einem Qubit kann man schlecht rechnen, deswegen speichert man gewöhnlich solche ganzen Ketten. Ja, und kann die dann manipulieren, kann damit rechnen. Ein weiteres faszinierendes Beispiel mit Neutralatomen. Hier in diesem Paper, ich glaube, das ist nur ein paar Wochen alt, wurde jetzt demonstriert, wie man wirklich 6100 Cäsiumatome in einem Lasergitter in einer solchen Falle speichern kann, die für ungefähr 22 Minuten am Leben halten kann und ungefähr 12 Sekunden lang mit denen rechnen kann. Also, das ist schon eine relativ lange Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass das ein fertiger Quantencomputer ist, aber es ist eine beeindruckende Demonstration. Egal welches Modell wir verwenden, am Ende stehen immer, oder ganz unten stehen immer die Qubits, die Quantenbits. Also in diesem Fall diese hellen Pünktchen hier, in dem Fall Atome. Und die unterscheiden sich halt ganz fundamental von unseren klassischen Bits. Und das möchte ich jetzt ein bisschen zeigen. Unsere klassischen Bits basieren auf Transistoren, sind digital, können also Zustände zwischen entweder 1 oder 0 annehmen. So viel dazu. Dann haben wir unten die 1, oben die 0. Wie können wir jetzt ein Qubit vorstellen? Vielleicht haben Sie schon sowas wie den Satz gehört, Qubits können auch alles dazwischen sein. Ist nicht ganz falsch, nicht ganz richtig, ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Aber wir können mal damit anfangen. Wir haben oben unseren Quantenzustand 0 und ein 1 und jetzt zeichnen wir mal so einen Kreis drumherum. Und noch können wir uns das vielleicht einfach als analogen Drehregler vorstellen. Das heißt, wenn wir den Drehregler ganz hoch drehen auf 0, dann liegt unser Qubit im Zustand 0 zu 100%. Wenn wir ihn jetzt ganz aufdrehen, ganz nach unten, um 180 Grad drehen, dann im Zustand 1. Also soweit noch alles relativ gleich, 0 oder 1. Und jetzt können wir den Drehregler aber auch Positionen dazwischen drehen. Zum Beispiel auf 90 Grad und dann befinden sich unsere Qubits in einer Superposition, in einer Überlagerung aus 0 und 1. Und das ist schon der erste spannende Effekt. Das heißt, eine solche gleichzeitige Überlagerung, ja, von gleichzeitig wollte ich eigentlich nicht reden, aber in einer solchen Überlagerung, so kriegen wir unsere Bits nicht hin. Also ganz allgemein können wir sagen, mit diesem Drehwinkel an unserem Drehregler können wir steuern, wo unser Qubit in dieser Superposition, in dieser Überlagerung ist. Ein bisschen Trigonometrie, nicht so schlimm, ist nur dieser Winkel hier. So, aber jetzt heißt es ja nicht Bloch-Kreis, sondern Bloch-Kugel, weil unsere Qubits können noch mehr. Wir können nicht nur Zustände auf diesem Kreis ansteuern mit einem Quantencomputer, sondern entlang, also innerhalb einer ganzen Kugelfläche. Und da brauchen wir noch einen weiteren Winkel, da kriegen wir noch mehr Informationen rein. Und der kennzeichnet sich durch eine komplexe Phase. Also jetzt haben wir ja schon sogar ein I stehen, aber das ist nicht schlimm. Woher kennen wir das? Aus der Wellenmechanik zum Beispiel. Und das hier ist auch eine Animation, die hoffentlich gleich losgeht. Nein, so weit wollte ich noch nicht gehen, das war die große Überraschung. Okay, schade. Oh, na gut, überspringen wir die langweilige Wellenmechanik und kommen zum Globe of Death. So, also daran erinnert mich das ein bisschen, weil es ist sogar mit Ton faszinierend. So, oh nein, jetzt habe ich eine Fehlermeldung. So, okay, ich lasse das jetzt mit Ton an. Also, was macht unser Quantencomputer? Der kann diese Phasen synchron und sehr präzise idealerweise steuern. Und wie hier, wenn irgendwas hier aus der Phase fallen würde, dann wäre unsere Berechnung hinüber. Und das ist vielleicht noch ein bisschen das Problem bei Quantencomputern, vielleicht mit weniger katastrophalen Folgen als hier. Gut,
Das ein bisschen zu veranschaulichen. Das Schöne ist, heute brauchen wir nicht die ganze Kugel, heute reicht uns der Kreis. Und wir schauen mal, wie wir Bilder mit Qubits darstellen können. Dazu das einfachste Bild, was noch ein bisschen Sinn ergibt, 4 Pixel in Grauwerten von schwarz bis weiß. Wir brauchen dafür für jeden Pixel, sagen wir mal 8 klassische Bits, sodass wir eben Werte zwischen 0 und 255 abbilden können. Wie machen wir das mit Qubits? Dann nehmen wir wieder den Drehregler. Das heißt, den stellen wir auf 0, wenn der Pixel schwarz sein soll, und drehen ihn voll auf, wenn er weiß sein soll. Ist ein bisschen wie analog, aber das ist noch nicht die ganze Sache, das werden wir gleich sehen. Also wir können jetzt sagen, wie hell der Pixel ist, aber wir können noch nicht sagen, welcher Pixel das ist. Und dafür können wir jetzt einfach die Pixel durchzählen. Um bis 4 zu zählen, brauchen wir 2 Qubits. Das heißt, wir holen uns 2 weitere Qubits und zählen durch. Oben rechts 00, 01, 10, 11. Jetzt haben wir die Indize, jetzt haben wir die Intensität. So viel zur einfachen Theorie. Das Schöne ist, dafür brauchen wir noch keinen Quantencomputer, denn das können wir auch habe ich bei mir auf dem PC, auf dem Laptop mal ausprobiert, einfach in Python, zum Beispiel mit dem Qiskit-Framework. Und das kann man mal runterprogrammieren und gucken, wie das funktioniert. Es gibt dann einen sogenannten Transpiler, der übersetzt dann diesen Code hier in die Quantencomputersprache, in einen Quantenschaltkreis. Den sehen wir hier. Den müssen wir nicht im Detail verstehen. Wir sehen, es gibt 3 durchgezogene Linien, die unsere Qubits darstellen. Das oberste ist die Intensität unserer Drehregler und darunter sind unsere beiden Indize, die die Pixel durchzählen. Und was wir jetzt machen ist, wir wenden Operationen an, also Drehungen auf dieser Blochkugel zum Beispiel, auf die einzelnen Pixel und dann zählen wir durch. Wir aktivieren den oberen linken Pixel praktisch und machen mit dem Drehregler gerade gar nichts, weil der Pixel ist schwarz. Dann aktivieren wir den oberen rechten Pixel und drehen ein bisschen auf. Und so gehen wir weiter, bis wir ganz fertig sind. Und vielleicht kommt Ihnen jetzt schon etwas komisch vor, weil wir haben hier 4 Pixel, aber irgendwie nur 3 Qubits. Haben wir was vergessen? Nein, weil hier kommt der nächste. Hier ist der Formatierungsfehler. Sehr schön. Ignorieren Sie das. Also, was wir hier haben, ist Verschränkung. Jede Intensitätsinformation für alle Pixel ist in einem Qubit mit einem Qubit repräsentiert. Dieses Qubit, unser Drehregler, hat unterschiedliche Werte, je nachdem, mit welchen Pixeln er verbunden ist. Deswegen brauchen wir keine 8 mal 4 Bits, sondern nur 3 Qubits. Und das ist halt der nächste verrückte Quanteneffekt, der hier ins Spiel kommt. So, dann haben wir jetzt unser Bild erstmal in der Quantenwelt dargestellt und irgendwo ist ein Bit verloren gegangen, das sehen wir nachher noch. Wenn wir das rekonstruieren wollen, dann müssen wir es aus der Quantenwelt wieder in unsere physikalische messbare, nicht physikalisch, die Quantenmechanik ist die Physik, aber in unsere beobachtbare Welt bringen. Und das tun wir durch Messungen. Wenn wir diese Qubits messen, dann ergeben die wieder diskrete Werte, Nullen und Einsen. Das heißt, wenn wir die Quanteninformation jetzt zurückhaben wollen, reicht es nicht einmal zu messen, dann müssen wir öfter messen. Das ist auch was Einmaliges. Das heißt, wir müssen hier, um das Bild von oben zu rekonstruieren, nachdem wir es einmal quantenenkodiert haben, müssen wir es nicht nur einmal messen, da messen wir nur Nullen und Einsen, wie man da sieht, nicht nur zweimal messen, sondern vielleicht 10-mal oder 100-mal, bis man die Information wieder zurückbekommen hat. So, das waren die 3 Effekte, die ich mal anreißen wollte. Wir haben die Superposition der Qubits in unserer Blochkugel zwischen 0 und 1. Wir haben die Überlagerung, die uns irgendwo ein Qubit gespart hat. Und wir haben die Messungen, die wir wiederholt ausführen müssen, um Informationen wieder reproduzieren zu können. So, sind Sie noch einigermaßen am Start? Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also,
Wenn wir 3 Qubits für 4 Pixel brauchen, wie viele Qubits brauchen wir für 256 Pixel? Wir müssen von 0 bis 255 zählen. Das sind 8 Qubits. Und uns reicht wieder ein einziger Drehregler, um die Intensität einzustellen. Wir können 256 Pixel mit 9 Qubits darstellen. Hier ist das jetzt wieder dargestellt, wie ich vom oberen Bild das Quanten enkodiere und durch Messungen wieder rekonstruiere. Jetzt geht das natürlich weiter. Und das ist hier dargestellt in diesem Komplexitätsgraphen. Auf der Y-Achse sehen wir, wie stark unsere Ressource ansteigt, zum Beispiel die Anzahl Bits, die wir brauchen. Auf der X-Achse die Anzahl Pixel, die wir damit darstellen können. Blau, das ist der klassische Fall. Das heißt, wenn wir doppelt so viele Pixel darstellen wollen, brauchen wir doppelt so viele Bits. Und der spannende Fall ist der quantenmechanische, hier in Orange. Das ist nämlich exponentiell weniger. Wir können mit logarithmisch weniger Pixeln, mit exponentiell weniger Bits, mit dem Logarithmus hier deutlich mehr Pixel abbilden. Schauen wir uns mal diese lila Linie an, das sind dann 20 Megapixel. Für 20 Megapixel bräuchten wir 25 Qubits. Also anstatt 20 Megabyte 25 Qubits. Und das ist wirklich ein spannender Effekt. Also ich finde das super faszinierend. Jetzt haben unsere Quantencomputer ja schon 25 Qubits. Wo ist das Problem? Es gibt natürlich einen Haken, nämlich das Bild zu enkodieren. Das ist hier der grüne Fall. Das steigt auch linear an. Das heißt, um ein Bild mit 20 Megabyte zu enkodieren, bräuchten wir, schauen wir mal, ich denke mal so Größenordnung 1 Million Quantenoperationen. Und das schaffen wir noch nicht. Zweites Problem, es gibt keinen persistenten Quantenspeicher. Es gibt keine Quantenfestplatte, auf der wir Quanteninformationen speichern können. Aber ich denke, es ist wichtig, einfach darüber nachzudenken, wie könnten wir das vielleicht im Quantencomputer lösen. Und vielleicht entdecken wir dann eben solche interessanten Effekte. Ich habe den Effekt natürlich nicht erfunden, ich habe das jetzt recherchiert und finde es halt super spannend. Aber das Gebiet ist sehr viel größer. Wir haben jetzt eine einzige Repräsentation, das ist diese FRQI-Repräsentation hier. Hoppala. Die hier haben wir besprochen, aber es gibt viele mehr, je nachdem, ob Sie ein Grauwertbild, ein Farbbild haben, ob Sie rechteckige, quadratische Bilder haben, Filme haben und so weiter. Also es gibt viele solcher Ideen, Quantenbilder zu repräsentieren, Bilddaten zu repräsentieren. Und dann können Sie damit natürlich auch einen ganzen Haufen Zeug machen. Hier ein schönes Review, wer da noch ein bisschen reinschauen will. Ich gehe da jetzt nicht so im Detail drauf ein, aber ein spannendes Beispiel zum Beispiel Kantendetektion. Egal wie groß das Bild ist, eine einzige Operation reicht für eine Kantendetektion auf dem gesamten Bild aus. Auch verrückt. Kennen wir auch so nicht. Und das geht natürlich bis zum Quantum Machine Learning, das heißt Quantum Convolutional Neural Networks und so weiter. Alles spannende Forschungsthemen. So. Ich hoffe, ist es ein bisschen hängen geblieben, dass es verrückt ist zumindest? Okay? Gut. Also, dass wir wirklich exponentiell viele Pixel, viele Bits sparen können, so viel Information in den Quantencomputer reinbekommen, das ist halt spannend. Ja, und das ist eines von vielen Themen und wir möchten das gerne als Hochschule voranbringen. Deswegen entwickeln wir da gerade ein Framework. Wir müssen herausfinden, wie wir das nicht für Physiker und Mathematiker beibringen können, sondern wie wir das eben an unsere Software Engineers und Computer Scientists beigebracht bekommen. Und dafür haben wir auch eine dedizierte Professur geschaffen. Unser Kollege David Kreplin, der jetzt bei uns angefangen hat. Wir werden einen kleinen Ausbildungsrechner beschaffen, um hardwarenahe Ausbildung zu ermöglichen. Wir haben eine mittlere Ebene für die Quantenalgorithmik und eine Anwendungsebene, auf der wir anpeilen möchten. Und
ja, auf diesen Ebenen möchten wir eben unsere Studierenden in Zukunft ausbilden. Weil ich persönlich kann nicht sagen, wann genau der Quantencomputer kommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der heute bei uns studiert, irgendwann damit zu tun haben wird. Gut. Damit bin ich fertig und bin offen für Fragen. Ja. Danke, Alex. Also es wäre übertrieben, wenn ich sage, ich habe es verstanden. Aber was mir durch den Kopf gegangen ist, gibt es da ähnliche Entwicklungsumgebungen, wie man sie vom PC kennt, also mit Source Code, Compiler, oder wie schreibt man Programme für so einen Quantencomputer? Und das Zweite, gibt es Möglichkeiten von Neumann-Architekturen auf Quantencomputer zu gehen und wieder zurück? Ja, also das Erste, das ist auch ein sehr spannendes Forschungsthema. Wir sehen, es gibt viele Simulationsframeworks, in denen ich dann zum Beispiel Python-Code ausdrücken kann, welchen Algorithmus ich ausdrücken möchte. Jetzt haben wir darunter liegend, aber da sind wir wieder in der Vergangenheit. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder effiziente Compiler, Transpiler, die das eben auf spezifische Hardware mappen. Was ich jetzt hier gezeigt habe, auch diesen einfachen Kreis, das kann man eigentlich auf echten Geräten gar nicht so umsetzen meistens. Und diese Compiler zu entwickeln, so dass sie eben auf spezifische Quantenhardware passen, das wird eine Herausforderung sein, die noch anhält, oder ist eine Herausforderung, die noch anhält. Dann einen optimalen Schaltkreis, Quantenschaltkreis aus unseren Python-Kommandos oder aus unseren Python-Aufrufen da zusammenzustellen, das ist selbst ein NP-schweres Problem. Also das wird auch noch eine Herausforderung werden. Das heißt, dieser ganze Software-Engineering-Stack, das ist das, was wir hier mit der Ausbildung anstoßen möchten, der muss eben nochmal entwickelt werden. Ja. Beziehungsweise ist gerade in Arbeit, aber muss noch entwickelt werden. Dann zu den Architekturen ganz kurz. Persistente Speicher gibt es derzeit noch nicht. Es gibt solche Ansätze, Quanten-RAMs zu implementieren. Allerdings ist das, soweit ich zumindest weiß, auch noch ja, nicht so weit, dass man da von einer Architektur sprechen könnte. Ja. Genau, ja, ja, und ich denke, das ist halt auch einer der, oder ich denke, dass so Quantencomputer auch eingesetzt werden in Zukunft, dass es eben eine Art Koprozessor sein wird. Ja. Ja. Mhm. Also ich könnte jetzt auch noch eine kleine Diskussion aufmachen, weil wir haben ja noch mehr Institute in Heilbronn, die sich mit dem Thema gerade ziemlich beschäftigen. Safa, ich gucke dir mal ganz stark in die Augen. Es ist ein sehr guter Austausch auch bei euch da. Und wann meinst du, gibt es dann das erste Produkt, wo man sagt, boah, das habe ich jetzt mit Quantencomputing gemacht? Also da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen. Ich glaube, wir sind halt wirklich in der Phase der POCs, der Machbarkeitsstudien und diese Anwendungsfelder herauszufinden, das wird die Herausforderung sein. Da arbeiten wir mit Fraunhofer, IAO zusammen, Instituten zusammen und ich glaube nicht, dass es, ja, wenn man andere Unternehmen fragt, haben sie vielleicht etwas. Ich könnte jetzt nicht sagen, wann das erste Produkt rauskommt. Für mich. Dann bis dahin erstmal vielen Dank.